Moin und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Channel von Ecolinguist. Ich bin Erik und ich bin heute hier mit Glenn und Rob und gemeinsam möchten wir versuchen herauszufinden, wie gut eigentlich Deutsch, Niederländisch und Flämisch gegenseitig zu verstehen sind. Dafür haben wir wie immer ein kurzes Spiel vorbereitet. Das werde ich gleich erklären, aber vorher würden wir uns einmal kurz vorstellen, würde ich sagen. Ich bin Erik, ich komme aus Norddeutschland, genauer gesagt aus Hamburg. Und ja, ich spreche ganz normales Standarddeutsch, so wie ich es im Alltag sprechen würde. Beruflich habe ich aber nichts mit Sprachen zu tun, bis auf Programmiersprachen, weil ich bin Webdeveloper. Hobbymäßig interessiere ich mich für Sprachen und Linguistik eigentlich schon sehr lange, aber ich glaube seit der Schulzeit. Und ja, deswegen bin ich normalerweise auch eher als Zuschauer hinter dem Bildschirm bei diversen Linguistik-YouTube-Channeln dabei und heute ausnahmsweise mal vor der Kamera und da freue ich mich schon ganz besonders drauf. Und dann würde ich sagen, Glenn, du kannst die Forschungsrunde einmal fortsetzen. Oké, hallo iedereen, ik ben Glenn. Ik kom oorspronkelijk uit België. Ik ben geboren en getogen in Mechelen, tussen Antwerpen en Brussel. Maar ik woon nu 10 jaar in Los Angeles. Ik geef Nederlandse les en ik acteer. En daarnaast werk ik ook aan de ondertitels van films. Dus ik controleer de kwaliteit van de Nederlandse ondertitels en de Vlaamse ondertitels van films voor ze in België en Nederland worden gereleased. En nu naar Rob. Hallo allemaal, ik ben Rob. Ik kom uit Limburg, Nederlands Limburg dan. Ik zit daar een beetje in een grensstreek, dus ik krijg wel wat mee qua dialect natuurlijk, wat heel erg veel op Duits lijkt, maar toch geen Duits is. Ja, natuurlijk ook wat Duitse mensen die gewoon over de grens heen komen. Ik heb nooit echt moeite gedaan om het te leren, dus dit is nog steeds vrij lastig op momenten voor me. Dus ja, daarom dat ik eigenlijk wel interesse had om mee te doen. En daarom dat wir hier nu zitten. Okay, vielen Dank. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Spiel. Ich habe ein paar Wörter vorbereitet und die würde ich euch jetzt auf Deutsch erklären. Und ihr versucht dann anhand meiner Beschreibung auf Niederländisch oder eben Flämisch dieses Wort zu erraten. Und ihr dürft natürlich laut übersetzen, laut nachdenken und wir dürfen mir auch Fragen stellen. Und ich werde dann mein Bestes geben, diese Fragen ja so gut es geht zu verstehen und bin gespannt, wie gut oder schlecht ihr eben diese Erklärung versteht und ob ihr alles erraten könnt. Dann würde ich sagen, legen wir los mit dem ersten Wort. Das erste Wort beschreibt ein Lebensmittel. Und zwar genauer gesagt ein zubereitetes Lebensmittel, das man gern als Beilage zu einem Hauptgericht serviert. Okay, dus het zit bij een hoofdgerecht. Ja, genau. Und die Hauptzutat für diese Beilage ist ein gelbbraunes Gemüse. Das wird zuerst gekocht, dann wird es gestampft und mit anderen Zutaten vermengt. Ich könnte auch noch die Zutaten nennen, wenn ihr möchtet. En je hebt het nou over dat hoofdingrediënt, wat wordt gebruikt om de rest in te stoppen. Klopt Oei. dat? Ik heb totaal iets anders. Genau, die Hauptzutat ist ein gelbbraunes Gemüse, genau, das man zerstampft. Heel bruin. Ja. Man könnte auch noch sagen, es ist ein sehr weiches Lebensmittel dann am Ende. Und man kann das gut essen, wenn man zum Beispiel keine Zähne hat oder sehr alt ist. Also ich kann noch sagen, aus der Zutat, aus der diese Beilage besteht, macht man zum Beispiel auch Pommes oder Chips oder Kroketten. Habt ihr eine Idee oder braucht ihr noch mehr Infos? Ja. Ist auf jeden Fall ein warmes Lebensmittel. Ik weet dat het ook heel veel wordt gegeten in België. Ja, ich glaube auch, dass man das in ganz Europa gibt es, glaube ich, diese Art von Essen oder Beilage. Oké. Okay, dann würde ich sagen, ich schreibe mal auf und ich schaue mal, ob wir dasselbe haben. Okay, wollt ihr zeigen? Mosterd. Ik had zelf aardappel. Ja, Aardappel ist fast richtig. Also gesucht war Kartoffelbrei, Oh. which, Oh. was auf Niederländisch Aardappelpüree, glaube ich, ist. Aardappelpuree. Aha. Genau. Ik dacht dat je het over de volledige aardappel had en niet de puree. Ah, okay. En ik dacht bij het hoofdgerecht. Het wordt bij het hoofdgerecht gegeten. Dus ik dacht, ja, als...
Das als ist, extra. ja, Dus, ist richtig, genau. ja, geel-bruin. Genau. Das Püree isst man ja dann auch sozusagen zum Hauptgericht. Ja, genau. Oh, gemengd gestampt, tuurlijk. Ja. Ja, genau. Ja, im Deutschen gibt es tatsächlich auch das Wort Erdapfel, also wie Erdapfel. Das gibt es auch im Deutschen, aber nur in Mhm. manchen Dialekten. Das deutsche Wort ist aber eben Kartoffel und das kommt vom italienischen Wort Tartufo, weil man früher wohl öfter mal Kartoffeln mit Trüffeln verwechselt hat. Ja, en het Vlaams, sommige Vlaamse dialecten gebruiken patat, het woord patat, Patat, ja. voor de aardappel. Maar in Nederland, als je patat zegt, dan heb je het over een frietjes, over een zakje frietjes. Dus Ligt aan de regio. Je hebt het noorden daar wel inderdaad, maar dan heb je die scheiding met het zuiden en in het zuiden heb je toch weer friet. daar niet meer. Das ist witzig. Also was ich noch gehört habe, ist, dass das Wort Kartoffel sogar bis ins Aserbaidschanische gekommen ist, weil irgendwie das hat jetzt ins Russische geschafft und im Aserbaidschanischen sagt man jetzt wohl heute auch Kartoffel. Fand ich sehr interessant. Okay, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Wort. Okay, dann geht es jetzt weiter mit dem nächsten Wort. Beim zweiten Wort geht es um eine Wissenschaft. Zumindest nach manchen Definitionen ist es eine Wissenschaft, manchmal ist es aber auch mehr. Der Einfachheit halber sage ich mal Wissenschaft. Man kann das an Hochschulen oder Universitäten studieren und es ist eine Wissenschaft, von der Menschen direkt profitieren. Das wurde vor allem in den letzten beiden Jahren zum Beispiel sehr deutlich. Heeft het met geld te maken? Je had het over profiteren. Ja, ik had het ook gehoord. Ja, Maar het is wetenschap. nicht profitieren im Sinne von Geld. Oh, Also man Okay. kann auch sehr viel Geld verdienen, wenn man diese Wissenschaft studiert und einen Beruf hat, der damit zu tun hat, aber es ist jetzt profitieren eher körperlich gemeint. Also bei der Wissenschaft geht es darum, wie man Krankheiten vorbeugt, erkennt und heilt. Das heißt, wir profitieren körperlich als Menschen davon. Oké, het gaat om ziekte. Is dat dan mentaal of is het fysiek? Es ist nicht Physik, nein. Oké, dus mentaal dus. Aber Het gaat dus wel... Mhm. oder meinst, also, ist die Frage, was du mit Physik meinst. Also wenn du körperlich meinst, dann ja, aber mental auch. Ja, want je had het over een studie die dus te maken heeft met ziektes. Of in ieder geval het bestrijden van ziektes. Van ziektes? Das Wort kenne ich nicht. Oké, als je ziek bent, hoe beschrijf je dat? je voelt je niet goed. Ja, je voelt je niet goed. Het Je kan lichaam, zijn dat je lichaam of je hoofd of zo. Ja, je bent verkouden. Stel je voor, je hebt een ziekte. Ja, hoesten, overgeven. Ja, ja, jetzt weiß ich, was Siekte bedeutet. Genau, Krankheiten, ja. Mhm. Dus het gaat over het genezen van ziektes, toch? Ja, genau. Das Genesen von Okay, Krankheiten. Maar op de hogeschool, universiteit, ja, maar hogeschool. Ja, sagen wir mal Universität. Im Deutschen sind das Synonyme quasi. Ah, oké. Ja, genau. Ik dacht hogeschool voor, Ja. voor dit. Ja, genau. En dat is dus puur voor mentale ziektes. Nein, nicht nur. Also alle Krankheiten. Oké. Goh. Dus zowel mentaal als fysiek. Also ganz allgemein. Also zum Beispiel, wie du von meinst, übergeben, aber es kann auch was Mentales sein, es kann auch alle möglichen Sorten von Krankheiten sollen vorgebeugt, erkannt und behandelt werden in dieser Wissenschaft. In een ziekenhuis? Of? Jetzt habt ihr beide gleichzeitig geredet, nochmal? Könnt ihr das nochmal wiederholen? Ja. Nog een keer. Also es ist eine Wissenschaft, bei der es darum geht, wie man Krankheiten vorbeugt, erkennt und heilt. Ganz allgemein. Oké. Ein sehr weites Feld, sozusagen. Dus het is meer over het algemeen genezen eigenlijk. Ja, genau.
Okay, seid ihr bereit? Ich schreibe schon mal was auf. Okay, dann würde ich sagen, zeigt mal, was ihr aufgeschrieben habt. Geneeskunde. Ja, had ik ook inderdaad, geneeskunde. Ja, ihr habt es beide richtig, tatsächlich. Auf Deutsch ist es Medizin. Oh, dat is wel anders. Ja. Im Medicijn Deutschen- is wat je inneemt. Ja, das ist ein Medikament. Medikamente Ja, im inderdaad. Deutschen. Ja. Oh, zeggen we soms ook. Medicament. Ja. Ja, im Ja. Deutschen sind alle Wissenschaften irgendwie aus dem Griechischen oder Lateinischen entlehnt. Das Dus- jetzt aus dem Lateinischen. Profiteren, wat wil dat dan zeggen? Wat betekent profiteren van mensen? Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt das richtige Wort gewählt habe, aber eigentlich bedeutet das einfach, dass man davon profitieren im Sinne von, dass es einem körperlich etwas bringt einfach. Also es ist beter maken. nicht wirtschaftlich gemeint. Ja, Mhm. also profitieren ist besser machen könnte man sagen, weiß ich nicht. Ja. Huh. Ja, interessant. Dus dat je er profijt van hebt? Op een bepaalde manier. Ja, Profit würde man wahrscheinlich auch nicht mehr sagen, dass man dann Profit damit schlägt, aber profitieren könnte man, glaube ich, in dem Zusammenhang sagen. Vielleicht irre ich mich aber auch gerade und es ist einfach nicht das passendste Wort oder irgendwie eine regionale Besonderheit sozusagen. Ja. Genesungskunde, also Geneskund fand ich aber auch sehr witzig, weil das Wort gibt es im Deutschen nicht. Aber ich glaube, jeder würde es verstehen. Also, weil genesen heißt auch im Deutschen gesund werden sozusagen. Mhm. Und Geneskunde würde man tatsächlich verstehen, glaube ich, im Deutschen. Ist ein witziges Wort. Ja, super, das war ziemlich gut. Dann würde ich sagen, fahren wir mit dem dritten Wort fort. Mhm. Das dritte Wort ist ein Tier. Und zwar geht es genauer gesagt um einen Fisch, der im Meer lebt. Mhm. Also ein Meerestier. Und es gibt diesen Fisch in verschiedenen Größen und Varianten. Gesucht ist aber einfach die allgemeine Gruppenbezeichnung für diese Art von Fisch. Habt ihr das soweit verstanden? Habt ihr schon Fragen? Een paar voorbeelden misschien? Vorbilder? In de groep van vissen. Wat voor soort? Es ist einfach eine Gruppe von Fischen, ganz allgemein. Oh. Und diese Fische, diese Gruppe ist bekannt für ihren markanten Körperbau zum Beispiel. Also besonders die Rückenflosse, würde ich sagen, ist so das bekannteste Merkmal an diesem Fisch. Die ist sehr spitz und guckt oft aus dem Wasser. Ich kann noch ein paar, ich kann noch ein paar mehr Tipps geben. Viele Menschen haben zum Beispiel Angst vor dieser Art von Fisch. Sie haben Angst davor, angegriffen zu werden beim Baden, obwohl das statistisch eigentlich unbegründet ist. Pro Jahr sterben 5 Menschen wohl durch Angriffe von dieser Art von Fisch. Heeft het te maken met een film die is gemaakt? Es gibt auch Filme über diese Art von Fische, ja. Aber es geht nur um das Tier. Ja, oké. Maar zijn mensen bang hiervoor geworden, vooral omdat er toen een film is uitgekomen vroeger? Ob ein Film vor kurzem rausgekommen ist? Volgens mij is er toen een film uitgekomen. Ik kan de titel gaan noemen, maar ik weet niet of dat slim is. Ein Titel? Die ging... Ja, dus ik weet niet of die film die toen uit is gekomen, wat is het, jaren 70? Ik weet niet welk jaar. 70 of 80? Ich glaube, der Film ist von Steven Spielberg, oder? Ja, precies, die. Ja, genau. Dat is die film. Genau, dieser Film geht um diese Art von Fisch, genau. Oké. En daarom zijn mensen ook bang geworden. Ja, dann habt ihr wahrscheinlich schon eine ganz gute Ahnung. Ich schreibe jetzt auf. Okay, dann würde ich sagen, lösen wir mal auf und ihr zeigt, was ihr aufgeschrieben habt. Haaien. Ja. Ja, ik had enkel fout dan. Hai. Auf Deutsch ist es Hai. Oh. Met Okay. 1 A. Ein A, ja.
Genau. Ik vond het meervoud leuk met de 1, 2, 3, 4 klinkers. Vond ik wel leuk. Vandaar meervoud. Hoeveel kan je achter elkaar zetten? Auf Niederländisch ist es auch einfach Hai oder spricht man das A lang aus? Oder? 1 haai, Ja, dat is high. meer haaien. Haien, ja. Okay. Ja, das deutsche Wort Hai kommt aus dem Niederländischen tatsächlich. Ist ein niederländisches Lehnwort. Ja. Oh, Im leuk. 17. Jahrhundert. Es gibt viele Meerestiere, die nach niederländischen Wörtern aus dem Niederländischen gekommen sind. Also Kabeljau, Makrele sind auch solche Wörter, die man alle im Deutschen benutzt. Dat is apart, want wat je meestal merkt, is dat het andersom is. Dat Nederland vooral uit Duitse woorden, of ja, Oud-Germaanse woorden dan leent. Ja, Ja. genau, aus dem Niederländischen ins Deutsche. Ja. So Ja. rum. Und das niederländische Wort kommt wohl aus dem Isländischen, habe ich gelesen. Aber das nur nebenbei. Hm. Okay, das war super. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem 4. Wort. Und das 4. Wort ist eine Vorrichtung, also eine von Menschen gemachte Konstruktion, die mit Wasser zu tun hat. Und zwar findet man diese Konstruktion meistens auf Straßen oder auf Plätzen, also allgemein einfach auf dem Boden oder im Bordstein zum Beispiel auch. Mensen kunnen die echt in de bodem vinden. Ja. Als ze gaan graven in de bodem, dan gaan ze terugvinden. Die sind im Boden, ja, also sind Teil des Bodens. Auf der Straße zum Beispiel. Maar het heeft ook met water te maken. Ja, die haben was mit Wasser zu tun, genau. Also von Bordstein, dat ken ik niet. Ja, Bordstein. Das ist die Kante von der Straße, die Seite. Oh. Da findet man das auch. Und von außen sieht man meistens ein rundes Teil aus Metall, auf dem zum Beispiel dann ein Stadtwappen oder ein Stadtname draufsteht oder irgendwas anderes manchmal aufgedruckt ist. En naar welke beschrijving ben je op zoek? Want je hebt dan een heel netwerk Ja, van gangen die met elkaar verbonden zijn. ja. En ben je dan op zoek naar de naam van dat netwerk? Nee, nicht den Namen des Netzwerks, sondern nur der Eingang quasi auf der Straße, Oké. wo das Wasser quasi in dieses Netzwerk, also in die Kanalisation, heißt es auf Deutsch, reinfließt. Ja, okay, dann muss ich kurz aufschreiben. Ja, okay, dann zeig mal, was ihr geschrieben habt. Ik had... Goed. Oh, Ja. ik had riool of rioolput. Ist Ja. tatsächlich richtig, ja. Ist genau, was ich gesucht habe. Auf Deutsch heißt es Gully. Klinkt Engels. Es ist aus dem Ja. Englischen tatsächlich, ja. Es kommt aus dem Englischen wohl. Aber es wird deutsch ausgesprochen, also Gully. En welke is dan beter? Want bij riool zou ik meer dat netwerk verwachten, toch? Ja. Of riolering. Ja, precies. Dus ik dacht meer aan het putje van wat naar het rioolstelsel leidt. Ja. Vandaar. Also ist Riol das ganze Netzwerk oder ist das nur ein Teil sozusagen? Ja, riolering zou het hele netwerk zijn. De riolering. Ah, okay. Of rioolput, je kan ook de twee combineren. Riool en put. Rioolput, één woord. Riolput war das, was ich auch gefunden habe, ja. Ja. Zo. Je zegt het putje dan naar de riolering toe, want riool... Ja. Ja, want riool is volgens mij meer de overkoepelende term. Dus gewoon het geheel, eigenlijk. Ach so. Mhm. Dus dan heb je, ja, rioolput is dan de put naar de riool toe, ja. Witzig. En wat is Bondstein? Wat is dat, Bondstein? Bordstein. So nennt man den Stein, der an der Seite von der Straße ist, also wo der Riolput manchmal drin ist. Oh, ja. Das ist also oder Kantstein, also wo die Fußgänger und die Autos aufgetrennt werden, separiert werden. Ja. Das ist der Bordstein. Het opstapje. Ja, de Ik weet stoep. niet eens hoe dat in het Nederlands heet. Wel, trottoir of trottoirstoep. En dan ook voetpad in het Vlaams. Maar voetpad is ook een wandelpad in Nederland dus. Dus hij heeft veel woorden. Ah, Het interessant. is echt die rand van de stoep.
stoeprand. de rand, de stoeprand. De stoeprand. Stoeprand. Ja. Ja, wow. Ja. Ik zeg het zo en nu besef ik het. Ah, habe ich auch was gelernt. Das war auch wieder, habt ihr wieder super gemacht. Dann kommen wir zum 5. Wort. Okay. Das 5. Wort ist ein Gegenstand. Und zwar ist es ein Behältnis, das man ja üblicherweise zum Lagern von Flüssigkeiten, aber manchmal auch von festen Dingen benutzt. Es ist rund und besteht aus Metall. Rond metaal, oké. Ja. Oké. En wat voor iets is dat? Also man ist ein Behältnis und das nutzt man, um Dinge zu lagern. Also da werden Sachen reingepackt, um sie zu lagern, also Flüssigkeiten oder auch feste Sachen, wie zum Beispiel Essen. Und die werden in diesem runden Metallbehältnis gelagert. Entweder zu Hause oder auch im Supermarkt zum Beispiel. Es gibt auch Getränke, die in diesem Behältnis zu kaufen sind. Gegenstand ken ik niet. Rond de metaal, ja. Mhm. Dan zit ik vast. Okay, also man könnte vielleicht noch, ich könnte euch noch erzählen, dass Konserven lagern, ja. Konserven werden zum Beispiel oft in diesem Behältnis gelagert. Oh, maar ja, Fertig rond, maar gerichtet. het is meer een cilinder dan. Genau, in 3D, also ist es dann rund. Ja, ein Zylinder, genau. En dan heb je het erover dat het in de winkel wel eens in lagen opgezet wordt. Man kann es stapeln, ja. En je auf kan jeden het Fall. open doen. Man kann es auch öffnen, Of ja. voor- Ja, genau. Richtig. Dieses Gerät wird oft benutzt damit. Ja, als je drinken hebt, dan is het gewoon heel simpel trekken. Dan hoef je niet helemaal rondom. Ja, genau. Stimmt. Oh, zo doe ik mijn Dan cola. braucht man das nicht. Ja. Okay, dann zeigt mal, was ihr geschrieben habt. Een blikje. Blikje. Oh, Ja, ik verkleinwoord. Ik had inderdaad blik. Een blik. Of blikje. Ja. klein. Diminutiv. Ik zat ook te twijfelen. Ja. Ja, voor drinken gebruiken we vooral blikje. En dan voor de rest is meer blik. Blikopener, blik. Blikje. Ja. Ja, een blikopener. Ja, inderdaad. Ja. Heb je blik groente. Een blik soep. Also Blick ist total richtig wieder. Auf Deutsch heißt es Dose. Oh, Ja. Dat had ik niet verwacht. nee, ik Ik ook aan ook niet. karton denken. Een doos, ja, is een doos om te verhuizen en zo. Ja, dan denk ik aan karton. Ja. Also Blick gibt es im Deutschen auch, das ist, glaube ich, Blech. Oh. Aber Blech ist nur das Material von der Dose. Oh. Also es gibt eine Ah. Blechdose, aber nicht nur Blech. Also. En ook in het Nederlands heb je het blik en Mhm. de blik. Het Ah. blik voor soep en de blik is met je ogen. Als je kijkt. Ach, oh, den Blick gibt De es. boze blik of de Den blije gibt es im blik. Deutschen auch, ja, der Blick, ja, mit den Augen, ja. Ja. Ja, en het materiaal van blik is blik. Ja, okay, ja. Verstehe. Ja, im Deutschen unterschiedliche Wörter tatsächlich. Okay, Norbert, möchtest du dazukommen, oder? Thank you Eric, Glenn and Rob for making this video possible. If you would like to volunteer for future projects or support the channel in any other way, please check out how to do it in the description box. I've been Norbert and I will see you in the next video.